Wer mag sie nicht? Karten, die was können. Diese Wechselkarte habe ich dir letztens schon gezeigt mit Zahlen zum Geburtstag und heute gibt es diese Wechselkarte mit einer kleinen Geschichte. Meine Anleitung heute in kurz und knackig. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Karten, die was können, habt ihr ja schon gesagt, sind immer was ganz Besonderes. Letztens habe ich diese Wechselkarten gezeigt. Ja, klemmt natürlich jetzt beim Vorführen, ist logisch, ne? Ich weiß auch wo. Da, genau. Dreht sich. Ganz unterschiedliche Ausführungen, kannst du mit allen Zahlen machen, kannst du natürlich auch mit anderen Sachen machen. Und deswegen gibt es heute eine Anleitung für diese Motivationskarte mit dem Set Wetterfest. Das wird schon, steht unten und dann drehst du und das Häschen kommt. Im Regen tanzen, nämlich komm, lass uns im Regen tanzen. Und das macht es auch. Ja, wie geht das? Das zeige ich jetzt, kurz und knackig. Das heißt, wir hecheln jetzt einmal durch, ganz schnell die Anleitung. Und wenn dir das zu schnell geht, kein Problem. Da oben, wo mein Kopf ist, bei dem i, da gibt es die ausführliche Anleitung. Okay, ich sage, was du brauchst. Die Grundkarte ist aus einem A4-Blatt. Du bekämst 2 Karten daraus in 21 x 14,8 cm. Die Mattung außen drauf aus Designerpapier, also die Auflage, und innen rein das weiße Blatt, sind in diesem Fall ausnahmsweise mal auf 10,2 x 14,5 cm geschnitten, weil ich wenig Rand wollte. Innen habe ich mit dem Stempelset gestaltet. Das habe ich hier bei den anderen Karten mit einer Stanzform gemacht. Zeige ich in dem ausführlichen Video. Das ist nebenbei. Das legen wir uns soweit fertig, bereiten das vor und dann brauchen wir 4 Stück Farbkarton in Grundweiß in den Maßen 10 x 6 cm. Und das Ganze habe ich genommen, den extra starken Farbkarton. Ich halte mich gar nicht lang mit Auflagen ab, sondern ich stempel direkt auf diese weißen Farbkartonstücken. 4 gleiche, 10 x 6. Beim ersten schneidest du an der kurzen Seite 3 cm ein, beim zweiten auf der anderen Seite 7 cm an der kurzen Seite, beim dritten auf der rechten Seite, also lange Seite angelegt, 3 cm, bei 3 cm 3 cm einschneiden und auf der anderen Seite beim anderen Element auch, auf der linken Seite da bei 3 cm anlegen, 3 cm einschneiden. Zum Gestalten setze ich das Ganze zusammen, indem ich das Feld 1, du erinnerst dich, rechts 3 cm bei 3 cm oben auf habe und das mit dem langen Einschnitt von 7 cm unten liegt. Hier drüben genauso, Nummer 3 liegt oben auf und Nummer 4, das mit dem linken Einschnitt, liegt unten drunter. So lege ich die mir hin und du siehst schon, ich habe sie auch gestaltet, fertig. Das ist schon erledigt, habe hier koloriert ohne Ende und dann dachte ich, jetzt muss ich doch erstmal das Video drehen, damit du das noch schnell siehst, bevor ich das wirklich zusammenklebe. Okay, ziehe ich wieder auseinander, damit du es nochmal siehst. Gestempelt, intensiv, stell dir hier vor 6 cm in der Höhe, dann 6 cm in der Breite und der Rest ist hier die Mechanik, die entweder aufgeklebt ist oder mit der ich drehe. So, also ineinander stecken. Wieder dran denken, Nummer 1 liegt oben, Nummer 2 unten. Und jetzt geht es weiter. Jetzt nehme ich das nächste Feld und zwar in dem Fall die Nummer 4. Schiebe sie hier zwischen rein. Genau so. Und die Nummer 3 kommt jetzt. Schiebe ich hier zwischen rein. Und dann kann ich schon drehen. Und jetzt nehme ich die letzte Nummer noch mal raus, weil da war ich einfach zu schnell. Ich gebe es zu. Also die Nummer 3. Die Nummer 4. Moment. Ich mache es doch mal. So, Nummer 2 war klar. Nummer 1, Nummer 2. Dann die Nummer 3. Das ist dieses Häschen, geht hier drunter. Der Kopf wird hier reingeschoben. Und die Nummer 4. Hier oben 1, 2 Schichten. Und dann schiebe ich es hier zwischen. Unten guckt der Bauch wieder raus. So.
und das Ganze drehen. Und nochmal zur Erinnerung, beziehungsweise habe ich nicht gesagt, Feld 1 und 2 sind das Element, was zuerst zu sehen ist. Feld 3 und 4 das andere. Sorry, ich war eben draußen, da muss ich immer noch mal niesen hinterher. Okay, Mechanik funktioniert und jetzt erzähle ich den Rest noch schnell. Wie gesagt, ausführlich gibt es das Ganze. Schau dir es an mit den Zahlen. Hier oben wird jetzt Klebstoff aufgetragen. Du kannst da doppelseitiges Abreißklebeband nehmen oder auch Flüssigkleber. Ich trage mal schnell doppelseitiges Abreißklebeband auf. Und bei diesen ganzen Elementen, also erstmal ganz wichtig, nur ein schmaler Streifen oben quer rüber, ist es wichtig, dass alles gerade aufeinander liegt, sonst hast du nachher eine schiefe Karte. Also die zwei Felder gerade aufeinander. Und jetzt hier unten den Winkel genau hinlegen, schauen, dass es richtig gerade liegt. Fest aufeinander, notfalls zusammentackern, warum auch nicht, dass das wirklich eine gerade Ecke gibt. Schieb nochmal, rechter Winkel, genau, gerade Ecke, ne? Rechter Winkel. Und hier zwei Elemente, hier drüben kleben, das eine kurze und vorne das andere kurze. Doppelseitiges Abreißklebeband drauf und fertig ist das. Noch abziehen und immer wieder schauen, dass es gerade aufeinander klebt. Passt und hier drüben genauso. Und dann ist das meiste an diesem schwierig aussehenden Mechanismus schon erledigt. Es dreht sich, es hält, das ist super. Es könnte manchmal klemmen. Dafür habe ich noch 1, 2, 3 Tricks. Der eine Trick ist erstmal, dass ich hier hinten mir das Ganze durchaus mit doppelseitigem, also mit Abstandsklebepunkten, das war das richtige Wort, aufklebe. Auf dieser Seite setze ich dann gleich auf eine meiner nächsten Karten. Was nehmen wir denn? Was holen wir uns denn hier mal an? Ist egal, weil ich werde es jetzt sowieso nicht aufkleben, ich zeige es dir nur. Setze das hier drauf, so dass es genau ausgemittelt ist, unten und oben der gleiche Abstand ist, wenn ich hier drehe. So, das ist das eine. Ein weiterer Trick, den ich mir überlegt habe, weil es kann wirklich klemmen, das umgehe ich schon mal dadurch, dass ich mein Motiv da direkt draufgeklebt habe, also draufgestempelt habe. Ich nehme hier noch einen Klebepunkt und setze ihn relativ weit auf der linken Seite hier unten zwischen, da wo die Mechanik nicht lang läuft, damit es hier nochmal einen Abstand gibt, der das Ganze fließender laufen lässt. Das war das nächste Ding, was ich mir noch überlegt habe. Und dann ist ganz wichtig, wenn du jetzt deine Designerpapiere aufklebst, diese Felder, das zeige ich jetzt nicht, weil wie man es klebt, das kannst du dir vorstellen. Nur was dabei ganz wichtig ist, ist, dass die bündig aufgeklebt werden. Das heißt, du nimmst entweder doppelseitiges Abreißklebeband oder was du eben zum Kleben nimmst und setzt es genau bis an die Kanten auf die Rückseite der Designerpapiere, damit hier keine Ecken hochstehen, die das Ganze dann irgendwie zum Schleifen bringen könnten. Du siehst, das wäre also so eine Option, die nicht passieren soll. Genau. Die Maße. Ich habe das Designerpapier da oben in 3,5 x 5,5 zugeschnitten und hier auf dieser Seite, ganz wichtig, nicht zusammensetzen, sonst funktioniert die Mechanik nicht. Wir brauchen hier diesen Schlitz. 2 Stück in 3,5 x 2,5 cm. Bringst du auf, setzt du auf, das Ganze wird aufgesetzt und jetzt kannst du deine Karte einfach noch fertig gestalten. Ganz unterschiedlich, aber auch dabei, auch wenn du Glitzersteine oder sonstige Zierelemente draufsetzt, bedenke bitte nicht an Stellen, wo es schleifen könnte. Also ich habe wirklich mich hier außen im Rand ausgetobt, kein Ding. Immer wieder gucken, die Mechanik, wo läuft sie lang, wo brauche ich sie. Hier habe ich die Größe einfach auf Felder drunter gesetzt. Kannst du aber auch ganz anders gestalten. Wie gesagt, die Mechanik ist das Entscheidende. Hier bei dieser Karte sind oben nochmal aus dem Designerpapier passend zu dieser tollen Reihe, Produktreihe Alle Wetter, sind die Tiere nochmal ausgeschnitten und so 3D-mäßig mit die Kittel habe ich dann einfach nochmal drauf gesetzt. Genau, so, das war die Karte in kurz und knackig. Wie gesagt, wenn du es ausführlich haben möchtest, das Video ist verlinkt. Aber ich weiß ja, kurz und knackig ist beliebt. Das war's schon. Schneller wollen wir, langsamer wollen wir nicht sein. Also länger wollen wir nicht brauchen, das ist der richtige Text. Und hier geht es weiter. Noch mehr kurz und knackig Anleitung und alles, was mir sonst zu Kartenfalltechniken noch so in den Sinn kommt. Wir sehen uns sicher gleich in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.